Wow, es ist riesengroß. Es ist ein Haus auf Rädern, so kann man sagen, und es ist ein Spezialtransport. Das ist schon mal definitiv so, denn dieses Haus hier, das hat eine gewisse Größe, sodass man schon richtig schön drin leben kann. Ich grüße dich, Anand. Das Ganze ist ein ganz tolles Musterhauszentrum, das habt ihr gebaut in der Nähe von Wesel. Genau, richtig. Wir sind hier gerade in Hamminkeln, ja. Und ja, tatsächlich, das sind gerade mal knapp 40 Quadratmeter. Und da kann tatsächlich eine Familie mit 2 Kindern leben. Preis von dem, wie es hier steht, fix und fertig? Fix und fertig. Der geht jetzt los bei 85.000 Euro. Brutto, inklusive Steuer? Brutto inklusive Steuern, genau. So, das heißt, du hast die großen Fenster hier mit dabei. Du hast außen eine Fassade aus Metall. Genau, richtig. Ist eine Blechverkleidung. Pulverbeschichtet. Pulverbeschichtet, das heißt, die hält auch. Die hält auch. Die wird nicht morgen wegrosten. Nein, natürlich nicht. Ist ja auf Langlebigkeit alles gemacht, das heißt, auch das Dach ist aus Blech. Genau. Das bauen ja die Profis, wenn es lange halten soll. Es geht wahrscheinlich auch nicht hin und wird sich dauernd verziehen, wenn es sehr heiß wird, oder? Nein, natürlich nicht. Also da wird darauf geachtet, dass die Luftzirkulation darunter gegeben ist. Ja? Und dementsprechend ist die Fassade, ne, und das Dach ja auch angebracht, so dass aufgrund der Hitze, ein bisschen Verschiebung, immer die Fassade ab kann. Ne? So, das steht jetzt auf Rädern. Es ist nochmal zusätzlich auf Stützen stabilisiert worden. Was muss der Bauherr denn unternehmen an der Ort und Stelle, wo das hinkommen soll? Ich brauche eine Baugenehmigung dafür, oder? Dafür brauche ich eine Baugenehmigung, genau, richtig. Entweder, wir haben sehr viele Kunden, die auch auf dem Campingplatz leben. Dort ist eine generelle Baugenehmigung. Da muss man dann vor Ort gucken, was der Campingplatz gerade zulässt. Diese Größe ist bei den meisten Campingplätzen zugelassen. Möchte man es vor Ort bei sich zu Hause hinstellen, auf seinem eigenen Baugrundstück, da muss man selbstverständlich dort einen Bauantrag stellen bei der Kommune. Ist das möglich teilweise? Das ist möglich, ja, das ist möglich. Das ist natürlich klar, wie alles andere in Deutschland auch, von Kommune zu Kommune abhängig. So, das heißt, ihr habt Fälle, da geht das schon, oder? Teils ja. Wie gesagt, das ist in der Kommunikation dann mit den Bauämtern immer dann zu klären, weil, wie gesagt, die Bauämter ja auch mit dieser, ich sag mal, mobilen Lösung auch noch nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht vertraut sind, aber das ist nicht so häufig momentan zumindest noch nicht. So, das Ding wiegt einiges, das heißt, es hat den riesen Vorteil, dass, ich sag mal, man diese Häuser hinstellen kann, es kann wehen, es kann also alles passieren, das bleibt stehen. Definitiv. Also da braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. So, das ist eine Luft-Wärmepumpe, die mit drin ist. Die kann kühlen und heizen, ist recht effizient. Ja. Funktioniert die auch bei minus 10 Grad? Definitiv, aber das weiß jeder, dass Wärmepumpen natürlich, wenn wir minus 10 Grad haben, natürlich auch Heizbirnen drin haben, weil das das ist leider so, da kann man nichts dran ändern. Hier sind aber in dem Modul auch noch Flächenheizkörper verbaut. So, das bedeutet, ich habe diverse Möglichkeiten zu heizen. Ich habe riesige Flächen auf dem Dach, die könnte ich mit Solar bestücken. Selbstverständlich, man kann Solarthermie bestücken, man kann Photovoltaik bestücken, wie man das möchte. So, hier vorne steht's. Da ist jetzt natürlich eine Dachrinne mit dabei. Wir haben eine ausgeklügelte Neigung hier in dem Haus drin, dass das Wasser immer abläuft. Ja, die Dachneigung wird natürlich immer angepasst, mindestens 3 Grad. Das ist das Minimum. Wenn wir bei solch großen Modulen dann arbeiten, muss das sein. Definitiv. Anand, ich habe ein paar Fragen. Ja. Ist das Holz hier drin an der Seite? Genau, richtig. Das Echtes ist Holz? Das ist echtes Kiefernholz, ja. Okay, also Kiefernholz, die Tür ist ordentlich, Genau. Das Design in dem Grau ist ordentlich. Also ihr habt euch recht viel Mühe gemacht, damit es schön aussieht, oder? Genau, richtig. Es ist ja immer die Herausforderung, ein Design hinzukriegen, was viele Geschmäcker trifft und auch etwas zeitlos wirkt. Ja, und das ist dabei herausgekommen. Lüftung, das heißt also hier, wenn das so dicht ist wie hier so ein Haus, muss natürlich auch gelüftet werden. Genau. Der ist komplett gelüftet mit einer mechanischen Belüftung. Jeder einzelne Raum ist komplett durchlüftet, sodass wir auch bei geschlossenen Fenstern immer Frischluftzufuhr haben. Ich sehe auch hier vorne, da ist in dem Fenster sogar ein kleiner Spalt drin. Das heißt, auch da wird jetzt hier belüftet, was ganz wichtig ist. Aber auch hier kann man natürlich Wärmetauscher mit einbauen, Lüftungsanlagen. Gibt es unter anderem von Bayern Luft, kann ich nur empfehlen. Also müsst ihr euch mal angucken. Wird eingebaut in circa 20 Minuten, ist eine computergesteuerte
Wärmetauschanlage. Okay. Könnte ich mir direkt hier vorstellen. Ja. Die Tür Gut. hat, ich sag mal, mehrere Verriegelungen, sodass das sich entsprechend sicher ist wie zu Hause. Ich müsste schon eine Flex holen, um hier einzubrechen oder halt ein Fenster aufbrechen. Aber auch die Fenster haben mehr Zapfen, als man glaubt, oder? Ja, sie haben Pilzkopfverriegelung, also die Einbruchhemmstufe NRC 2 heißt das, glaube ich, die ist schon gegeben. So, komm, reingehen. Ich gehe mal vor. Bitteschön. So, das ist der Eingang. Hier ist es eine Treppe dran. Normalerweise kommt hier eine Veranda davor. Das heißt, viele bauen sich eine Holzveranda. Genau, richtig. Das ist jetzt eine provisorische Treppe, sodass wir einsteigen können. Aber So, das ich ist natürlich der Kunde überlassen. gehe mal vorsichtig rein. Ich kann euch sagen, es ist warm hier drin. Es hängt am Strom, das Licht ist an. Geht mal gerade vor. Es riecht neu. Ja. Es riecht richtig schön. Also es riecht nicht so, wie man glaubt. Es riecht eher so ein bisschen nach Sauna. Das macht das Holz, oder? Genau, richtig. Das ist die Kombination der Baustoffe. Und gerade Holz gibt ja genau diesen Duft ab. Ne? Nochmal den Preis, bitte. 85.000 € geht der los. Mit den Möbeln. Mit den Möbeln, genau. Außer den beweglichen Möbeln, die da jetzt drin stehen. Sofa und so ist nicht dabei und Das Tisch. Sofa ist nicht dabei, nein. Aber zum Beispiel hier Samsung Dunstabzugshaube ist dabei. Genau. Dabei wäre jetzt hier dieser Bosch-Herd, beziehungsweise da gibt es verschiedene Klassen, Güten. Genau, bei dem ist der Mindeststandard Bosch-Geräte auf jeden Fall. Ja, Bosch oder Siemens-Geräte wahlweise. Ja, wir haben auch Kunden, die gesagt haben, okay, ich möchte dann doch lieber Miele oder sonstige Hersteller haben. Das ist auch möglich. So ein Whirlpool, Riesenkühlschrank mit Gefriereinheit mit drin. Kann ich das bewegen, wenn ich das an einen anderen Ort verbringen möchte, später wieder? Das geht, oder? Ja, was meinst du? So, drunter ist jetzt ein Fahrwerk drunter, das heißt, das könnte drunter bleiben. Genau, das Fahrwerk kann drunter bleiben. Genau, das sind spezielle Reifen, die dieses Gewicht auch abkönnen. Und dann kann man das natürlich rangieren, umstellen, Parzellenwechsel. Ja, das ist gar kein Problem. Boah, das ist riesig innen. Es sieht von außen gar nicht so groß aus. Genau, richtig. Also wir gehen auch bei vielen Kunden ist es immer so, dass sie sagen, boah, 40 Quadratmeter ist total klein. Ja, aber es kommt immer darauf an, was man mit dem Raum anstellt und wie man die Raumproblematik auch löst. Ne? Das ist das Infrarotpanel, genau. Ich halte mal gerade rein, das Infrarotpanel wird damit gesteuert. Das ist hier. Das da. Strahlungswärme. Genau. So ein Schwarzstrahler, der weiß es. Aber der hat richtig Wirkung, definitiv. Ja, der ist recht energieeffizient, macht eine schöne mollige Wärme hier drin. Also es ist richtig angenehm. Ist natürlich mit dem Sofa gemein. Ihr habt es so eingerichtet, als ob man sich direkt vorstellen könnte, hier einzuziehen. Ihr macht den Kunden aber schwer. Wir versuchen es und wenn das nicht so ist, dann versuchen wir es halt ein bisschen mit Charme. Okay, ansonsten, wenn der Kunde nicht unterschreiben will, wird er eingesperrt bis zur Unterschrift. Oder? Genau, richtig. So läuft das ja hier. Oder? Genau so. Hamminkeln, das ist nicht gerade das Zentrum von Deutschland. Ihr habt euch jetzt ein bisschen platziert im Westen, im nördlichen Westen von Deutschland, in der Nähe der holländischen Grenze. Ja, aber hier so zwischen Bocholt und Wesel, also ich sag mal so, wir haben ja auch Anfragen aus Holland und Die bauen doch selber so ein Zeug. ja, die sind hier, also für die ist das schon eher, sag ich mal, also ist für die nichts Neues, so gesehen. Ist aber hier ein ganz anderer Standard. Also ich habe das hier gesehen, in Italien bauen die sowas, das ist aber ein anderes System, die bauen das vor Ort aus. Das hier ist ja komplett beweglich. Das heißt, das wird hingerollt, da wird nichts aufgebaut, da ist alles drin. Es kommt immer erstmal zu euch hierhin und wird dann gecheckt, oder wie läuft das? Nein, das machen wir auch vor Ort beim Kunden. Ansonsten einfach aus kostentechnischen Gründen. So, unsere Handwerker, die werden dann vor Ort hingehen und dann dementsprechend auch den ganzen Anschluss, alles überprüfen und den Kunden behilflich sein, das anzuschließen. So, ich zeig das mal gerade. Bleib mal gerade da stehen. Sag mal deine Größe, Arnold. Ja, ich bin knapp 1,76. Und du? Ich bin 1,90. 1,90. Also Stehhöhe ist gewährleistet. Hier sieht man auch schön das Gefälle zu beiden Seiten. Hier oben weiße Paneele mit drin. Also mir wird das langen. Ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt hier Single wäre oder im Alter, man könnte ja auch auf die Idee kommen, 2 Häuser nebeneinander zu stellen. Kamen da Leute schon mal, die dann sagen, wir machen so eine kleine Community? Ja, weniger als Community, sondern dass man das so als Doppelhaushälfte so als Anbau macht. Und dann eben wegen der flachen Bauhöhe ging das noch durch Anbau durch. Also da habe ich gerade ein Projekt, was da geplant wird. Okay, das wäre dann ein Anbau als Doppelhaushälfte. Genau.
Wo zwei, Nach Baurecht. wo zwei solche Module nebeneinander drankommen, genau. So, ihr müsst mir mal gerade einen Gefallen machen, gerade mal rübergehen von der Küche. Ich schieße mal gerade da rein, dass man mal den Raum mal sieht von der Küche. Auch du, wenn du mal gerade ein bisschen nach rechts gehst, es geht mir nur darum, dass ich das mal gerade komplett drauf kriege. Also das ist der Weg, wenn ich jetzt hier auf dem Sofa sitze. Bleib mal ruhig da stehen. So, da sitze ich jetzt, guck in den Raum rein, der riesengroß ist. Das ist echt Hammer. Da vorne wäre der Fernseher, da würde ich ihn auch hinmachen, so einen großen 90 Zoll Platz ist dazu. Dann kann ich hier rausgucken, hier vom Sofa aus, auf Bonita. Sehr schön, das wäre aber dann hier der Bayerische Wald oder so und habe einen ganz offenen Raum hier, das gefällt mir. Also es ist nichts so seitlich zugebaut, die Küche ist integriert, wie man das kennt. Das Wohnzimmer ist ordentlich groß. Das ist, ja, Schlafzimmer habe ich hier. Das ist das Schöne. Das heißt, Anschlussstecker, Messungen, Sicherungen, das ist alles deutscher Standard? Genau, richtig. Das ist alles deutscher Standard und wird immer bei uns vom deutschen Elektromeisterbetrieb immer wieder abgenommen. Ne? So, Dunstabzugshaube, die geht auch nach außen, oder? Genau, richtig. Die geht auch nach außen. Sehr schön, mit Licht. Und sie ist sogar angeschlossen. Sehr schön. Ja, Mensch, die Spülmaschine fehlt noch, aber das, ich habe es schon befürchtet. Sie ist drin. So, ein Induktionskochfeld mit drin, also wie man es kennt zu Hause. So, jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Das Badezimmer ist wahrscheinlich ganz hinten. Genau, richtig. Ganz hinten. Und hier ist ein Schlafzimmer, oder was Hier ist ist ein hier? Schlafzimmer. Warte mal, ich komme mal rum. Ah, hier, Kleiderschrank, ganz wichtig. Denn die Leute fragen sich immer, wo kann ich denn was hinstellen? Technikraum. Technikraum. Was ist das hier, das Ding? Genau, das ist ein Wasserboiler, ja. Elektrisch. Ist elektrisch, genau, richtig. Man kann auch wahlweise einen Durchlauferhitzer, man hat hier unten noch Platz für die Waschmaschine, ja. Das ist alles frei wählbar. Ah, da unten ist der Anschluss für die Waschmaschine. Da ist der mit drin. Okay, habe ich verstanden. Das ist alles mit drin. Das ist alles mit drin, genau, richtig. Küche mit drin. Küche ist mit drin. Aha. Es riecht nicht nach irgendwie Modulhaus, nicht chemisch, sondern es riecht eher so nach neuer Wohnung. Also es ist schon, ne? Genau, richtig. So ein bisschen wie Neuwagenduft. Ne? Also Leute, wenn ihr das Gefühl habt, euer Haus ist in die Jahre gekommen, verkauft alles, verkauft das Haus, holt euch hier ein fix und fertig eingerichtetes Haus quasi. Genau, richtig. Also Ein Designerhaus. Richtig, also das, was du da gerade sagst, hat tatsächlich ein Kunde von uns gemacht. Er hat sein Reihenmittelhaus verkauft und dann 2 dieser Mobilheime gekauft und ist auf den Campingplatz gezogen. Krass. So, dann wird er jetzt verschrien als der Mann, der sich das Haus nicht mehr leisten konnte und ist wahrscheinlich glücklich bis ans Lebensende, wenn er sagt. So, das ist jetzt ein Doppelschlafzimmer. Hier könnten 2 Leute schlafen, aber das kann man sich natürlich so einrichten, wie man das möchte. Natürlich auch mit einem Kühl- und Heizelement in dem Fall. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. So, da vorne ist die Wärme, der Wärmestrahler ist oben. Das Ganze ist so energieeffizient, dass jetzt wahrscheinlich sogar die Sonne im Winter jetzt schon im Herbst langt, damit das aufgeheizt wird, ja, durch die Fenster nehme ich an, oder? Ja, genau, richtig. So haben die Menschen das ja früher auch schon gemacht. Immer das Haus ein bisschen gen Sonne ausgerichtet, um die natürliche Wärme zu haben. Ne? So. Gegendruck. Achso, Pushlock. Ja. Okay. Verstehe. So, hier ist ein Bett. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu schmal. Aber ich glaube, für meinen Sohn wird es lang. Dafür ist es wahrscheinlich auch gedacht. Genau, das ist das Kinderzimmer gedacht. Wir haben auch Kunden, die keine Kinder haben das als Arbeitszimmer umgestaltet. Also wie gesagt, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ne? Da ist das Bettzeug auch drunter. Jeder hat 2 Steckdosen. Da müssen sich die Kinder aber schon ganz schön lieb haben. Ja, wenn die hier. Ja gut, es gibt auch als Doppelbett, als Einzelbett-Variante. Also das war jetzt einfach mal unsere Idee hier so für 2 kleine Kinder, das so darzustellen. Könnte auch ein Gästebett sein. Oder Das ist so, ja. ja, selbstverständlich. Was macht ihr denn, wenn Leute sagen, ich brauche aber noch ein bisschen Platz außen? Habt ihr ein kleines Containermodul, habt ihr ja draußen, habe ich gesehen. Das steht hier gegenüber. Das könnte man ja wunderbar auch so als Arbeitsraum draußen nutzen, wenn man das trennen möchte von Wohnen und Arbeit, oder? Genau, richtig. Das kann man wunderbar machen. Und ja, gerade auf einem engen Raum, das mit Arbeit und Wohnen zu kombinieren, da ist das natürlich eine ideale Lösung. Kostet 9.000 € ins Brutto. Das ist unglaublich. So könnte man das auch noch trennen. Bitte einmal eins weiter. Ich nehme an, da ist der Master Bedroom. Der Master Bedroom, exactly. Also wirklich.
Du hast BWL studiert. Du hast Großes vor. Du weißt, was passieren wird, wenn ich sowas zeige. Üblicherweise kriegen die Leute Anfragen. Ihr seid in Deutschland. Genau. Damit habt ihr jetzt so ein bisschen kalkuliert. Ja. Du tust auch so, als wärst du nett. Was hast du vorher gemacht eigentlich? Hast du next BWL studiert? Was hast du dann gemacht? Ja, ich war die letzten 10 Jahre eigentlich in dem Bereich unterwegs, wo ich Menschen im Finanzvertrieb auch ausgebildet habe, Seminare gegeben habe. Und Boah, Finanzvertrieb, das klingt ganz böse. Das ist, ja, klingt böse, ist es aber nicht. Ja, also wenn man einen Finanzvertrieb nachhaltig aufbaut, dann ist das nicht böse, weil sonst kann man das auch nicht 10 Jahre machen, weil irgendwann fällt es seinen Kunden auf, dass man böse ist. das ist so. Was ist das Finanzvertrieb ungefähr? Das war genereller Finanzvertrieb, Banken, Investmentsektor, Baufinanzierung und so weiter. Und so schließt sich der Kreis ein wenig. Aber dann kam ja Corona und da musste man sich natürlich umorientieren. Ne? Das ist so. Und so, das hast du also gemacht. Denn das Ganze, wie ihr das hier aufgezogen habt mit der Organisation, mit den Strukturen, das hier ist ja jetzt nicht so, wir probieren mal was, sondern ihr habt euch wirklich Profis an Land gezogen, unter anderem den Andreas, grüß dich Andreas. Du kommst aus der Immobilienbranche, hast das hier gesehen, hast gesagt, das kann sich jeder leisten, das ist eine Geschichte, da können die Leute sogar Cash mitbringen, können nur einen Teil finanzieren, das ist erreichbar für Menschen, oder? Ja, also ich sag mal, in der klassischen Situation ist für vielen das nicht mehr bezahlbar geworden. Jetzt haben wir mal massiv oder normale Fertigbauweise und das ist wirklich eine sehr, sehr attraktive Lösung und die dann auch obendrein, und das ist heute ganz wichtig, energetisch wirklich auf absoluten Standard ist. Also man will ja auch so wenig wie möglich Energie, sage ich mal, verbrauchen, weil das die Kosten natürlich auch unheimlich in die Höhe schießt. Das ist unglaublich energieeffizient. Er versteckt sich immer, er ist nämlich der Geschäftsführer. Du hast das zusammen gemacht mit deinem Kumpel, habt ihr das aufgezogen. Was hast du für eine Expertise? Du hast, glaube ich, Studium abgebrochen? Hast du mir erzählt? Ich hab's echt, Ausbildung habe ich abgebrochen. Bin zum elterlichen Betrieb. Was haben die gemacht, die Eltern? Lebensmittelgeschäft, ein Supermarkt. Echt? Ja. Geil. Ja. Ich liebe so Märkte. Und was gab es da früher zu kaufen oder jetzt noch? Ach, wir haben wirklich alles, so viele Sachen. Ja klar, alles Sortiment auf jeden Fall. Aus Türkei sehr viele importiert. Und ich kaufe da übrigens immer einen. Der ist bei uns in Saarbrücken, der heißt, Gott, wie heißt der denn? Ich komme gleich drauf, ja. Da gibt es immer frisches Gemüse ohne Ende, weil die Leute sich sehr, sehr gesund ernähren, ich sag mal aus der Türkei. Und du bist dann wann irgendwann mal hier in das Gewerbe reingerutscht, oder? Oh, ich habe eigentlich sehr viele Sachen gemacht. In dem Gewerbe reingerutscht. Ich habe davor Logistik gemacht, ein Transportunternehmen gehabt. Ja. Und ganz zum Schluss, wie gesagt, habe überlegt, was kann man da wirklich so machen, dass man halt diese bezahlbare Wohnung machen kann. Mhm. Und wie gesagt, ich selber habe 3 Kinder und sind auch die ganze Zeit auf der Suche, was können wir machen. Und ja, so hat sich das ergeben, dass ich gesagt habe, das ziehe ich jetzt durch, das machen wir jetzt. Ich versuche euch ja so ein bisschen als seriös darzustellen, ja. Das war natürlich jetzt, ich sag mal, ganz ehrlich, das spielt auch heutzutage überhaupt keine Rolle mehr. Viel wichtiger ist, dass ihr ehrlich seid, dass die Leute ihr Haus kriegen, dass die Qualität stimmt. Ihr wart ganz oft in Polen, habt euch die Sachen angeguckt, da gibt es ja viele Werkstätten. Also es gibt ja nicht nur 1, 2, 3 Stück, sondern es gibt da unglaublich viele und habt euch die 3-mal angeschaut, musstet trotzdem Handwerker finden, die hier nochmal nacharbeiten, oder? Ja, auch. Also klar, da achten wir natürlich sehr drauf, dass wir halt schon mit Produzenten zusammenarbeiten, die wir auch vertrauen können, die auch pünktlich liefern und das ist natürlich eine sehr wichtige Sache und da fahren wir fast jeden Monat 2, 3 Mal nach Polen. Das ist eine lange Reise nach Polen, ne? Ja, also 1100 Kilometer fahren wir immer. Ihr seid nämlich ganz im Westen hier und ich hab mal auf die Karte geguckt, Polen ist genau auf der anderen Seite. Ja, also, aber das macht ja nichts aus, also wir wollen ja und wenn wir was Vernünftiges anbieten wollen, das machen wir dann auch.
Der Roadtrip. So, ihr seid ja in Polen. Du sprichst so ein bisschen Polnisch schon? Dobre. Aber die Qualität, das sind gute Handwerker, die Polen, muss man sagen, denn es gibt da ein Gesetz, du darfst bis zu einer gewissen Größe dein Haus einfach selber bauen. Und ich glaube, das hier war auch so ein bisschen, ist dann entstanden, da gibt es einen ganzen Markt von wirklich tollen Häusern, die auch hier, das hier rollt ja sogar. Dann gibt es Bausätze, die sind da drüben, die sind in Polen besonders beliebt. Genau. Aber hier, das ist so eine Geschichte, wenn einer sagt, hey, die Kinder sind aus dem Haus oder ich sag mal, das große Haus ist mir viel zu groß, ich bin nicht mehr so gut zu Fuß oder ich bin ganz alleine, ich brauche den ganzen Kram nicht mehr. Genau, richtig, ja genau. Also ursprünglich kam das ja genau aus dem Markt heraus, weil es in Polen da nun mal eine Auflage gibt, dass man bis 35 Quadratmeter Wohnfläche bauen darf, ohne besondere Baugenehmigung und Prüfungsverfahren. So dementsprechend hat sich der Markt alles bis 35 Quadratmeter so ein wenig entwickelt in diversen Richtungen und da müssten wir natürlich aussortieren, welche der Entwicklung war gut und da mussten wir das sehr viel umschlüsseln auf den deutschen Markt und haben dementsprechend auch, ich sag mal, viele innovative und nachhaltige Unternehmen gefunden, die eher in dem Sektor klein bis mittelständisch unterwegs waren und die Kombination dieser Ressourcen hat genau dazu geführt, dass wir das auf den deutschen Markt ummünzen konnten und da steht es mittlerweile. Das hat natürlich auch die letzten 6-7 Monate Arbeitsaufwand gekostet. Ne? Wow, ein wunderschönes Bad. Bad ist ganz besonders wichtig, weil ich glaube, dass die Leute, die hier zu Besuch kommen werden, wenn man so Tiny House Leute ja auch besucht, die kommen hier rein und sagen dann, so ein schönes Bad habe ich nicht zu Hause. Hast du so ein schönes Bad? Nein, definitiv nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, das ist aber wirklich so. Die Leute erwarten sowas nicht in so einer Mobillösung, dass wir hier so hochwertige Bäder installieren können. Also innen merkst du überhaupt nicht, dass du in einem Mobilheim bist. Was das Starke hier natürlich ist die Breite von dem Mobilheim, dass es überhaupt erlaubt, das Bad neben dem Master Bedroom hier zu bauen. Inwieweit habt ihr denn Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf den Grundriss? Die Grundrisse sind immer individuell zu anfertigen. Also jeder, wie der Kunde das wünscht. Also wenn der Kunde sagt, ich will das so, ich will das größer, den Raum größer, klar, dafür muss dann wieder eine andere Fläche einbüßen, aber es wird individuell angepasst. Das ist toll. Ja, zeig mal gerade noch mal eine Regendusche, natürlich darf auch nicht fehlen. Das ist ja heutzutage alles machbar, aber du weißt ja selber, du willst ein neues Bad bauen, du hast vielleicht zu Hause eine Baustelle, wo du sagst, oh, jetzt müssen wir die Küche neu machen, müssen wir das Bad neu machen. Allein ein neues Bad und auch ein kleines Bad, heutzutage in traditioneller Bauweise, 35, 40.000, 45, 50.000, da bist du schnell viel Geld los, oder? Ja, definitiv. Ich meine, das ist der Vorteil wirklich, der hier in der Modulbauweise besteht. Ne? Auch in einem Mobilheim ist ja innen wieder die Modulbauweise. Definitiv. Denkst du, wenn ich jetzt hier Interesse habe, kauf mir so eins und stelle fest, es ist zu klein, könntest du auch sowas vermitteln, dass jemand sagt, hier, ich möchte das gern verkaufen, weil du bist ja an der Quelle, der sich bei euch zum Beispiel ein nächstgrößeres kauft? Ja, selbstverständlich. Also das Ding ist ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, das sind Mobilheime. Wir haben klar eine hohe Anfrage. Wir haben das auch schon mit einem Kunden gehabt, wo wir das Haus einfach ausgetauscht haben und das einfach als Musterhaus hier hingestellt haben. Und wir können ja auch unsere Musterhäuser dann zu Sonderkonditionen anbieten. Also wir werden nicht hingehen und den Kunden hier in Fesseln zusammenschnüren, wenn etwas nicht passt. Also der Kunde muss komplett frei sein in seiner Entscheidung und da beharren wir nicht immer auf das ganze Kleingedruckte. Wir gehen noch mal ganz kurz ins Schlafzimmer rein, weil ich glaube, ich habe den Kleiderschrank unterschlagen, denn ich war mir nicht ganz sicher, ob da noch einer stand. Also Master Bedroom ja natürlich, da steht ein großer Kleiderschrank. Da ist der Master Bedroom mit Klimaanlage mit drin, mit Heizung, mit Flächenstrahler. Das heißt, du kannst das hier kalt lassen und wenn du ins Bett gehst, machst du ein paar Minuten vorher den Flächenstrahler an, dann ist mollig warm. Genau, richtig. Das ist richtig mollig warm. So, recht energieeffizient. Hier hast du einen großen Kleiderschrank mit drin. Du kannst unter dem Bett dann auch noch das ganze Bettzeug und so weiter lagern. Stauraum, wenn jemand sagt, ich brauche dringend mehr Stauraum, da kannst du auch drauf eingehen. Kann man so einen Lagerraum machen? Genau, richtig. Das ist auch selbstverständlich möglich. Also wir sitzen meistens mit den Kunden tatsächlich da und gestalten sein Haus. Also wir haben, die meisten Kunden, die zeichnen das auf einem Blatt Papier. Wie möchte ich das gerne haben? So, und dann setzen wir das mit unseren Architekten um.
Ja? Weil das ist ja genau das Ziel, weil in dem Haus muss der Kunde ja sehr, sehr lange leben und das soll schon so gestaltet werden, wie er es möchte. Und das machen wir immer in Zusammenarbeit mit dem Kunden. Habt ihr viele Kunden, die alleine kommen, also die also jetzt nicht mit einem Partner zusammenleben? Ist unterschiedlich. Also wir haben auch Kunden, die alleine kommen. Wir haben Kunden, die auch mit Partnern kommen oder mit Freunden kommen. Ne? Also wenn es darum geht, für sein privates Zuhause, klar, dann kommt man immer als Paar. Da hat natürlich die Dame auch ein Wörtchen mitzureden. Also meistens läuft die Beratung immer so, dass der Kunde schon in Begleitung ist mit seinem Partner oder Partnerin. So, und das ist jetzt ein kleines Modell, das ist bei weitem nicht das Größte. Was ist das Größte, was ihr habt? Das Größte, was wir haben, das ist 4,3 Meter in der Breite und 13,3 Meter in der Länge. Ja, das sind knapp 60 Quadratmeter. 60 Quadratmeter? Genau, knapp. In der gleichen Qualität quasi? In der gleichen Qualität, genau. Da ist natürlich die Raumaufteilung etwas anders, weil wir da mehr Platz haben zu gestalten. Das Schlafzimmer ist größer, aber das ist alles individuell gestaltbar zusammen mit den Kunden. Also wenn ihr denkt, das hier wäre schon groß, es geht noch viel größer. Ja, wenn ihr Lust habt, man kann sich an dich wenden. Du bist hier der Vertriebsleiter, du hast es ein bisschen aufgeteilt. Die Anfragen kommen zu euch erstmal? Die Anfragen kommen zu uns, genau. Wir haben Vertriebler, unter denen wir das dementsprechend aufteilen, je nach Zuzugsgebiet, ja, und selbstverständlich der Fachkenntnisse. Ne? So, und da, wo das Kinderzimmer wäre, könnte auch ein kleines Büro sein. Das wäre möglich. Ja, komm, wir gehen mal raus, genau. Zeigen das mal. Und das Haus haben wir gezeigt, haben wir gefilmt. Das ist ein Haus, was man in Nordrhein-Westfalen, Bayern verfahrensfrei bauen kann, ohne Baugenehmigung. Das heißt, nur eine Bauanzeige machen. Ich glaube, da wartet man ein bisschen, bis quasi keine Antwort kommt und dann kann man loslegen. Genau, richtig. Ne? Also ich nenne es ja auch manchmal ganz lustig Immobilie to go. Ja? So, man studiert in München, hat eine Immobilie und dann nimmt man das einfach komplett mit. Man muss dann noch nicht mal die Umzugskartons packen. Ne? Ja, gibt es einen eigenen Film zu. Und da brauchen wir natürlich nur ein Grundstück. Ich kann ja nicht einfach auf die Straße gehen, das an die Straße stellen. Das geht nicht. Ein Anschluss wäre ganz gut, ein Wasseranschluss, Abwasseranschluss, das wäre da. Das ist was ganz Besonderes, kostet 9.000 €. Das ist ein mobiles Büro, fix und fertig, in einer tollen Bauweise. Genau, richtig. Das ist ein mobiles Büro. Wir haben Kunden, die das komplett individuell gestalten lassen, in ihrer Firmenfarbe, mit Logo. Ja, das ist alles komplett individuell gestaltbar. Das geht bei 9.000 € los, so wie es da steht. Das kostet auch 9.000 € ohne Innenausstattung. Brutto, inklusive Steuer. Inklusive Steuern, genau, richtig. Ja. Das Haus hier kostet 125 mit Ausbau. Es wird gerade lasiert an der Seite. Da sieht man es sehr schön. Und da haben wir auch einen eigenen Film drüber gedreht mit dem Nils zusammen. Der war zufällig hier, hat sich das Ganze angeschaut. Ihr habt ein riesen Musterhauszentrum für kleine Häuser, kann man das so sagen? Ja, definitiv, für diese Modulbauweise. So, und das ist ein Bausatz, den kann man entweder als Bausatz kaufen, man kann ihn aber auch fix und fertig aufgebaut kriegen in Deutschland. Genau, richtig. Also da kann der Kunde uns so weit zuschalten, wie er es gerne möchte. Wir haben Kunden, die das selbst zusammenbauen mit dem Bausatz, aber auch Kunden, die sagen, ich lehne mich zurück und lasse es von euch aufbauen. So, und da gibt es auch einen eigenen Film zu, den wir mal zeigen, das Ganze in Hamminkeln, wo ich noch nie war. Ich fahre jetzt gleich nochmal zurück ins Münsterland, werde euch verlassen, so ist es aber ich will gar nicht gehen, denn hier in Hamminkeln, ihr habt euch bewusst für den Standort entschieden, du kommst natürlich hier aus der Gegend, aber ihr seid an der holländischen Grenze, da gibt es einen riesen Markt dafür, oder? Genau, richtig. Also ich bin ja sozusagen auch ein typisches Dorfkind, ja, so, und bin hier in der Ecke aufgewachsen. Und das ist auch die Grenze zu den Niederlanden hier und ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Ecke. Innerhalb von 10 Minuten bin ich in den Niederlanden, wenn hier mal ein Feiertag ist und so weiter. Wir haben auch einige niederländische Kunden, ja, und ja, also die Gegend hier finde ich ganz schön, aber auch schön, dass du hier gewesen bist. Ja, ja, komm, wir zeigen das mal. Komm mal gerade mit, wir gehen mal zu deinem Auto, denn die Büros werden gerade noch umgebaut. Ich denke, wenn ich in wahrscheinlich 2 Wochen gekommen wäre, da wäre alles fertig, oder? Das auf jeden Fall, ja. So, ihr habt einen riesen Platz hier. Vorne steht das Wohnmobil, mit dem ich gekommen bin. Das geht fast unter hinter dem, was kommt. Aber ich habe heute Nacht hier übernachtet. Das heißt, du kannst hier stehen und das Ganze findet ihr unter modul-houses.de. Da gibt es eine Webseite. Sind da auch schon die ganzen Häuser drauf eigentlich? Die sind schon drauf, genau. So, das heißt, am besten anrufen, Termin machen? Auf jeden Fall Termin machen, damit wir auch für den Kunden auch extra unter Zeit da nehmen können.
So, das fällt ja schon auf. Sind schon Leute, die zufällig hier vorbeigekommen sind, haben sich das mal angeschaut? Auf jeden was hier Fall passiert? auch. Ja, klar. Ja, da kommen sehr viele Leute eigentlich. Aber jetzt mit deinem Video wird es wahrscheinlich noch mehr sein. Du, ich kann nichts versprechen. Ich kann nur sagen, also ich finde ja viele Sachen gut, aber das hier habe ich schon das Gefühl, das hat Hand und Fuß. Ich filme mal gerade noch mal drunter. Hier ist das Fahrgestell drunter. Das ist praktisch optional, das Fahrgestell, oder? Das ist optional, genau. So, da ist es drunter, Schwerlastreifen, die mit drauf sind. Damit kann ich es dann transportieren. Aber so um das Thema Transport, Genehmigungen und so weiter, da habt ihr eine eigene Abteilung entwickelt. Da könnt ihr euch drum kümmern. Genau, richtig. Also was Baugenehmigung anbelangt, haben wir eine Architektin bei uns im Team. Was die ganze Logistikabteilung anbelangt, da haben wir auch Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, die auch eine Sondergenehmigung, eine dauerhafte Sondergenehmigung haben, um das zu transportieren. Ja. Da ist es, Hamminkeln, 16. November 2022. Vielen Dank fürs Einschalten und ich bin mal sehr gespannt, was passiert. Berichten mussten wir drüber, das war gesetzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.